ist jetzt die Investition in Agroprojekte, in landwirtschaftliche Projekte ein Trend, den du auch so beobachtest? Okay, jetzt gehen wir mal vielleicht konkret darauf ein, was kann man jetzt bei euch anfassen? Also wie kann man sich das vorstellen? Was umfasst jetzt dein oder euer Projekt ganz konkret? Was gibt's Ja, da? Eines der größten Risiken ist ja auch im Prinzip, oder der kostentreibenden Faktoren könnte es sein in Zukunft Wasser. Habt ihr eigenes Wasser auf dem Land? Wie macht ihr das wir mit dem haben, Wasser? Welche Herausforderungen siehst du denn jetzt generell noch auf euch zukommen mit dem Projekt und welche Vorteile? Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir einen ganz besonderen Gast bei uns haben, nämlich Carsten Brien von Olive Invest. Der Name ist ja schon ein Programm, das heißt, ich brauche gar nicht viel dazu sagen, worum es geht. Es geht also darum, dass wir auch für unsere Mandanten und Interessenten mal ein Gespräch aufnehmen wollten oder einen Gast einladen wollten. Also Mandanten, die sich dafür interessieren, ihr Vermögen zu diversifizieren. Es gibt ja eine ganze Menge Gerede, wenn man so will, gerade in Verbindung mit dem Lastenausgleich. Es gibt eine ganze Reihe von Mandanten auch, die wir haben oder Kontakte, die wir haben, die sogar überlegen, ihre Immobilien in Deutschland zu verkaufen, weil sie vielleicht den hohen Lastenausgleich fürchten, dann überlegen, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Geld? Und Vertrauen in andere Investitionsmöglichkeiten sind ja auch teilweise erschüttert. Niemand weiß so richtig, wie geht's weiter. Es gibt so Befürchtungen, kommen hier vielleicht künftig digitale Zentralbankwährungen, wie geht's dann weiter und so weiter und so fort. Also die unterschiedlichsten Überlegungen führen Menschen dazu, sich auch für Investitionen in das grüne Gold, wie ich es immer so schön nenne, zu interessieren. Einige sehr, sehr erfolgreiche Menschen haben das auch schon vorgemacht. Man liest, ich habe es jetzt selber nicht nachprüfen können, ob es stimmt, aber man liest sehr häufig, dass Bill Gates und Jeff Bezos beispielsweise mit zu den größten Besitzern von Landflächen, von Ackerland gehören sollen. Das heißt, man erkennt einfach auch bei sehr, sehr erfahrenen Investoren, bei klugen Leuten, dass sie das schon seit einigen Jahren jetzt machen, dass sie also ihr Geld umschichten und auch in solche Projekte investieren. Und wir wollen eben heute uns mal mit Carsten Brien zu diesem Thema unterhalten. Carsten, stell dich doch unseren Zuschauern einmal selbst vor. ja, guten Morgen. Ein Gruß aus Malta. Momentan bewege ich mich auf Malta. Carsten Brien ist mein Name. Ich bin 54 Jahre alt, in Deutschland geboren und habe vor fast 20 Jahren beschlossen, Deutschland zu verlassen. Das hat einfache Gründe, das hat keine gesellschaftskritischen Gründe. Das war in der Tat so, dass ich im schönen Bayern aufgewachsen bin, in Rosenheim. Hatte dadurch das, was die meisten Leute in Deutschland gerne haben, die Berge immer vor der Nase. Und hatte dann irgendwann mal die Lust, am Meer zu leben. Es zählte natürlich auch dazu, ich war Einzelunternehmer, war am Ende in der Möbelbranche. Mein Werdegang fing an, ich gehe zurück. Ich habe den Beruf des Friseurs erlernt, bin danach in die Naturmittelbranche gegangen, wo sich der Kreis jetzt wieder schließt. Ich war einer der wenigen Versandhändler, nicht online, sondern Hardcopy-Versandhändler für Teegewürze, Heilkräuter, Naturmittel. Danach habe ich eine Möbelfirma gegründet, eine Möbelmontagefirma. Den Rest muss man sich nicht denken. Vor 20 Jahren fing das schon an, dass der Kleinunternehmer sich manchmal sehr unterdrückt gefühlt hat. War aber nicht der Hauptgrund. Ich hatte tatsächlich mit meiner damaligen Partnerin das Bedürfnis, am Meer zu leben. Wir sind durch Europa gereist, haben uns das angeschaut, realistisch geschaut. Und wie es der Zufall wollte, hat ein sehr guter Freund von mir ein Boot gebaut auf der Insel Malta. Und immer wenn ich ihn anrief, ging er ans Telefon und sagte mir, wie schön es warm es ist, auch wenn es bei uns in Deutschland Winter war und ich gefroren habe und den grauen Himmel betrachtete. Und dann hat mir dieser Theo immer auch noch kundgetan, dass er immer ein Glas Weißwein in der Hand hatte und im Royal Malta Yachtclub sitzt. Und das fand ich sehr erstrebenswert in meinem jugendlichen Leichtsinn. Und dann wurde es aber ernst. Also wir haben uns dann in der Tat mit Malta sehr beschäftigt. Die Vorteile von Malta, klimatisch bedingt, geschäftlich bedingt. Malta ist ja doch auch war ein sehr boomendes Land, Unternehmen anzuziehen, zu fördern, war neu in der EU gewesen. Es war sehr spannend vor 20 Jahren. Malta hatte auch noch die maltesische Lira. Es war ein ganz neues Thema. Und dann verging die Zeit schnell. Und ich bin jetzt seit 19 Jahren ansässig auf Malta. Genieße nach wie vor die Temperaturen.
In Deutschland bin ich sehr, sehr selten. Das ist aber nicht, dass ich mit Deutschland böse bin. Deutschland ist eines der schönsten Länder in Europa, wenn nicht sogar das schönste Land, mit allen Vorteilen und allen Sachen, die man hat. Aber ich habe nicht mehr die Verbundenheit. Wenn man einmal mediterran geworden ist, tut man sich schwer, wieder in den Norden zu gehen, auch wenn es nur zu einem Besuch ist. Die Besuche sind selten in Deutschland. Ich halte mich halt eher im südlichen Raum auf, in der Umgebung von Malta. Und das ist mein Leben momentan. Man sieht den Sonnenschirm ab und zu noch mal reinflattern bei dir ins Bild. Ja, ich kann nicht mehr festtackern, leider. Ja, aber ich meine, alleine, dass da noch ein Sonnenschirm steht, ne, zeigt ja, dass es also auch um diese Zeit des Jahres, dass man den doch ab und zu noch mal braucht. Das ist ja schon nicht. Ja, natürlich. Aber du bist jetzt gerade in Malta oder wo sprechen wir miteinander jetzt gerade? Ich bin auf Malta, ja. Ich bin in Malta nach wie vor. Also, um das noch abzuenden, ich habe dann in Malta ein Geschäft gegründet, vor dem ersten Jahr. Und wir haben den Maltesern deutsche Kultur beigebracht. Das ganz klassische Sache, deutsche Bratwurst aus Bayern. Und dieses Geschäft betreibe ich jetzt fast 19 Jahre, hatte viele schöne Begegnungen, das ist ein Catering-Geschäft geworden. Ich bin ursprünglich ein Straßenhändler mit verschiedenen Wurstkiosken. Es ist aber dann sehr schnell ein größeres Catering-Business geworden, was ich aber jetzt langsam reduziere aufgrund der Zeit, meines Alters, der Umstände in der Welt. Und deshalb beschreite ich jetzt neue Wege seit 3 Jahren. Genau. Und da wollen wir uns ja dann auch gleich noch darüber unterhalten. Genau. Aber war schön, dich mal auf diese Art und Weise auch kennenzulernen. Ja, Malta ist übrigens auch eines der Länder, die wir bei uns auf der Webseite www.wohnsitzausland.com auch vorstellen. Ist auf alle Fälle auch ein spannendes Land, aber eben nicht für jeden. Ich habe da mit einigen schon gesprochen. Ja. Also hat durchaus seine Reize. Manchen ist es dann doch zu klein, gerade wenn man vielleicht mit Kindern oder sowas wohnt, aber auf alle Fälle spannend, ne? Dieses Land. Ich komme nach wie vor, also dadurch, dass ich ja an vorderster Front stehe und die Deutschen, wenn sie hier ankommen, ich habe jetzt aus Versehen die Deutschen gesagt, die Interessenten, die nach Malta kommen, begegnen mir relativ schnell und es gefällt ihnen schon allen. Also wie gesagt, das Klima, das Meer, klein, ja, und das führt dann auch bei vielen Menschen oder in dem Fall auch bei mir dazu, nach langer Zeit vermisst man doch die Natur. Meer ist halt nicht Natur, das ist natürlich Meeresnatur, sage ich jetzt, aber Bäume, Pflanzen, Tiere, das findet auf Malta nicht statt. Ansonsten ist Malta ein unglaublich spannendes Land, weil viel Geschichte geboten ist und History und auch nach wie vor die Gegebenheiten sind, ein Unternehmen hier zu gründen oder auch als Quereinsteiger in ein Unternehmen zu kommen, was nach wie vor interessant ist für Leute, wie auch eure Mandantschaft. Ja, klasse. Und schaust du gerade aufs Meer? Wie kann man sich das vorstellen? Ich schaue auf eine Wand. Auf eine Wand. Es ist in der Tat, man könnte am Meer leben natürlich, aber ich arbeite auch am Meer. Ich bin froh, wenn ich meine Privatsphäre habe und ein wenig raus aus den Ballungszentren fahre. Und ich lebe so im Zentrum von Malta in einem alten Townhouse mit einem großen Innyard mit Pflanzen. Und wenn man so lange hier ist, hat man nicht mehr den Anspruch, dass man jetzt jeden Tag aus der Wohnung ins Meer schauen muss. Da hat man dann andere Ansprüche, dass man doch ein wenig Grün um sich herum hat. Das glaube ich, ja. Okay, schön. So, jetzt reden wir aber heute eigentlich nicht über Malta. Genau. Sondern wir wollen ja über Olive Invest sprechen. Lass uns doch, bevor wir da direkt auf das zu sprechen kommen, auf das Projekt, an dem du da mitwirkst, generell nochmal über das Thema sprechen. Also ich hatte es in meiner Anmoderation ja schon gesagt, dass viele Menschen, die Vermögen haben, sich ja Sorgen machen um ihr Vermögen. Im Prinzip durch Inflation wird es immer mehr abgewertet. Gerade als Immobilienbesitzer wird man mit immer neuen Kosten zum Beispiel konfrontiert. Und wie gesagt, auch der drohende Lastenausgleich, den ich schon erwähnte, sind alles so Dinge, die bei einigen Menschen Panik bis zu, sagen wir mal, wenigstens Besorgnis auslösen. Wir selber wollen da jetzt auch überhaupt nie auf die Paniktube drücken, was diese Themen betrifft. Aber letztendlich ist es einfach ein Bedürfnis von Menschen, ihr Geld natürlich so anzulegen, dass es einigermaßen sicher ist, auch einigermaßen eine langfristige Rendite verspricht. Wie siehst du denn das ganze Thema? Also ist jetzt die Investition in Agroprojekte, in landwirtschaftliche Projekte ein Trend, den du auch so beobachtest? Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.
so ist meine Idee entstanden mit Olive Invest. Du hast doch vollkommen recht. Ich habe vorhin auch genau zugehört. Die Idee ist vor 3,5 Jahren entstanden, auch durch Betrachtung. Ich verfolge natürlich die deutschen Medien und höre auch den Gästen zu, die da sind. Und ich kann das nur bestätigen. Es ist ein Unwohlsein bei Immobilienbesitzern, bei festen Trades, bei diesen Sachen. Und in Tagen von Covid saß ich mit einem Freund, der jetzt auch Partner im Geschäft ist, zusammen und wir unterhielten uns über Investmentmöglichkeiten. Und in dem Zuge habe ich genau das auch gelesen, was du ansprachst, dass Bill Gates, Warren Buffett und all die intelligenten, sehr reichen Leute auf der Welt schon seit 10, 15 Jahren in Agrar investieren. Und auch, wenn man einen Bill Gates betrachtet, auch in Wasser, was die höchste Ressource ist, die man haben kann und sollte. Aber ich habe diesen Trend auch beobachtet und so entstand die Idee. Ich habe dann betrachtet auch die Investitionsmöglichkeiten. Investieren in Paraguay, Uruguay, investieren in Georgien, in Walnüsse, investieren in das. Ich habe ein richtiges Research gemacht. Eine Sache fiel mir da immer auf. Es war zu weit weg, es war nicht greifbar für die Leute. Gerade auch, ich sage jetzt mal, die Papayas in Thailand. Das ist schön. Oder Avocados in irgendwo. Ich habe auch Gesprächspartner hier gehabt, die in Uruguay ein Land investiert haben. Es haben sich dann große Probleme aufgetan. Also sie haben für geringes Geld viel Land gekauft, konnten dann damit aber nichts beginnen, sage ich. So war das auch bei diesem Projekt, was ich intensiver betrachtet habe, in Georgien Walnüsse zu pflanzen. Und dann komme ich zum Punkt, aus diesen Betrachtungen und Research fiel mir auf, warum tun wir nicht was in Europa? Und da ich schon seit längerer Zeit, seit 14 Jahren auch sehr verbunden bin mit Sizilien, habe ich nachgeforscht, wie Sizilien sich entwickelt. Und Sizilien entwickelt sich, natürlich muss sie nicht entwickeln mit Oliven. Das ist eine uralte Kultur seit der griechischen Zeit. Es gibt mittlerweile auch exotische Pflanzen, die angebaut werden. Und ich bin dann immer mehr eingestiegen in das Thema Oliven in Sizilien. Dazu führt noch, dass die ältere Generation, die das aufgebaut hat, über Generationen, böse gesagt, sterben langsam weg. Die junge Generation hat nicht mehr die Verbundenheit zu diesen alten Kulturgütern und zu der Natur und geht in die Großstädte. Und da habe ich ein Manko gesehen und habe schleichend über die Monate oder das halbe Jahr die Idee entwickelt, dass man da doch Land erwerben könnte und das als ein Investitionsmodell kreiert, gerade für die Leute, die im Moment händeringend suchen, wo sie ihr Geld nachhaltig und langfristig investieren. Weil wir haben es ja gelernt durch den Cryptocurrency-Markt, wie schnell das war. Es war über eine Periode jetzt von 5, 6 Jahren eine immense Steigerung. Der Normalinvestor in meinen Augen, der deutsche Sparer, Immobilienbesitzer, hatte überhaupt keinen Zugang zu diesem Markt. Und so ist immer mehr in meinen Gedanken gewachsen, dass man ihnen doch einen Zugang geben könnte zu etwas, was jeder von uns kennt, Natur. Und Natur, müssen wir uns nichts vormachen, wird in den nächsten Jahren immer bedeutsamer, weil die Weltbevölkerung steigert sich immer mehr, wird immer mehr. Wir beschaffen aber nicht genügend Nahrungsmittel anymore. Wir reden natürlich bei der Olive auch über ein gewisses Luxusgut, muss man auch sagen. Aber der Luxusmarkt ist auch am sich steigern, dass ein gut situierter Mensch sagt, ich hätte gerne ein Olivenöl auf dem Tisch, wo ich genau hervollziehen kann, wo es produziert wurde, wer es gepflückt hat, in welcher Mühle es gepresst wurde und somit ein Hochgenuss am Ende auf seinem Tisch zu stehen hat. Das war mein Grundgedanke. Und um das kurz zu Ende zu führen, ich gehe komplett einher, wie du die Moderation auch begonnen hast. Es ist ein nicht spannendes, es ist ein komplett sinnvolles Investment, in Natur zu investieren. Absolut, ne? Also ich habe mal nachgeguckt, recherchiert zu dem Thema, auch vorher natürlich schon, und habe mal recherchiert, was sind so Gründe, und es ist auch sehr unterschiedlich, weshalb Menschen sich wirklich für die Investition in Natur beziehungsweise eben in Landwirtschaft interessieren. Und das ist interessant. Also in der Tat wird dort als Nummer 1 genannt, stabile Renditen verspricht man sich von Agrarinvestitionen. Also zumindest sagt man, Agrarinvestitionen können stabile und langfristige Renditen bringen, weil es eine konstante Nachfrage gibt. Ne? Und das ist eben genau so ein Punkt. Also du hast ja schon mal mit Bratwurst und Möbeln Erfahrung gemacht. Und kurz Geschichte aus meinem Leben. Also ich habe mal, als ich angefangen habe mit meiner
Selbstständigkeit, beziehungsweise halt eine Firma damals gegründet, eine GmbH, war ich der Einzige weit und breit, der Notebooks verkauft hat, damals von Toshiba. Und dann nach einigen Jahren gab es die im Lidl und im Aldi und im Kaufland, oder so. Das heißt, Ja, Zeiten ändern sich einfach. Ne? Und ich hätte mir das natürlich am Anfang auch nie vorstellen können, dass man mal keinen Experten mehr braucht, dem man viel Geld dafür bezahlt, dass er einem ein Notebook erklärt. ja, Aber Zeiten ändern sich, ne? Wenn man so ja. will. Und ein Vorteil jetzt eben bei der Investitionsart und bei dem Business, über das wir gerade sprechen, ist eben, dass die Nachfrage konstant bleiben wird. Eher eben, wie du selbst schon gesagt hast, nach oben geht. Ne? Also im Prinzip bei allem, was Nahrungsmittel ist, braucht man sich keine Sorgen machen, dass es da plötzlich mal keine Nachfrage mehr gibt, dass morgen jemand sagt, also wir wollen nichts mehr essen Genau, in der oder Tat. nichts mehr trinken. In der Tat, ja. Also was mir aufgefallen ist, ich habe natürlich auch mit meinen Gästen darüber gesprochen in der Beginnerphase vor 2 Jahren. Es kam immer der Einwurf, ich sage jetzt mal von Menschen, die in der Materie, in der Investitionsmaterie sind. Natur ist zu risikoreich, ist ein High-Risk-Investment. Und ich war vollkommen verständnislos, das zu hören. Und dann habe ich doch mal nachgefragt. Und dann kamen natürlich die Einwände, was ist, wenn ein Unwetter geschieht? Was ist, wenn das geschieht? 2 Punkte habe ich dann gelernt zu antworten. Ich habe dann gesagt, um Gottes Willen, ja, Sie haben recht. Wie konnte eigentlich die Natur sich so lange entwickeln? Über Jahrmillionen von Jahren, konstant. Und so ist es auch, wenn wir einen Baum jetzt pflanzen, Neupflanzung machen. Wir haben ja Baumbestand. Dieser Baum wird ja mit jedem Jahr, den er wächst und sich erweitert und größer wird, wirft er mehr Rendite ab. Das ist ja nur logisch gedacht, dass wenn der Baum gepflegt wird im vernünftigen Rahmen oder der Baum auch so gepflanzt wird, dass er sich selber pflegt, was wir machen, sehe ich kein Risiko. Ich war immer wieder erstaunt, dass konfrontiert wurde mit Natur ist doch ein High-Risk-Investment. Und da habe ich gesagt, ich kann Ihnen da leider nicht folgen. Es tut mir leid. Also bestätigt, was wir beide gerade besprechen. Ja. Da kommt jetzt für mich auch der zweite Punkt zum Tragen, den ich mal recherchiert habe, weshalb sich, sagen wir mal, Profis für Agrarinvestitionen zumindest als Diversifikation, also als ein Teil ihres Anlageportfolios interessieren, ist, dass da nämlich gerade gesagt wird, Agrarinvestitionen sind unabhängig von Schwankungen anderer Märkte. Also wir haben ja Märkte, die generell schwanken und da muss man sich unwahrscheinlich damit beschäftigen. Und die Schwankung der Erträge bei Agrarinvestitionen hängen oder sind halt nicht gekoppelt an andere Märkte, zumindest größtenteils. Ne? Das bietet also auch eine gewisse Sicherheit. Also wenn zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hast in die IT-Branche oder in die Kryptobranche investiert, alleine dann, wenn halt mehrere Staaten neue Gesetze erlassen, nehmen wir mal an, zum Beispiel bei Krypto, dann rauschen plötzlich die Werte ab oder wenn, wie es ja auch gewesen ist, Elon Musk twittert, Bitcoin ist gut, dann geht er nach oben und wenn er da seine Bitcoins wieder verkauft, gehen sie weltweit nach unten. Das heißt, es sind Dinge, die hat man überhaupt nie in der Hand. Ne? Und da sagen halt viele, Agrarinvestments sind von solchen merkwürdigen Schwankungen und Einflüssen eben weitgehend verschont. Also ich bin jetzt selber kein Experte, aber für mich ist das halt auf alle Fälle nachvollziehbar. Und wir haben natürlich eine ganze Menge von Menschen, mehr und mehr einfach, die sagen, ich möchte gerne in etwas investieren, was nachhaltig und umweltbewusst ist. Also diesem Bedürfnis kann man damit eben auch entgegenkommen. Auch wenn jetzt zur Zeit vielleicht viele sagen, hätte ich doch bloß in die Rüstungsindustrie investiert, da geht es steil nach oben. Aber letztendlich kann es wieder ethische Gründe geben. Also ich zum Beispiel würde es nie tun, auch wenn es die größten Renditen abwerfen könnte. Ich würde niemals halt in so eine Industrie investieren wollen. Und alle, die da halt Umwelt lieben, Natur lieben, für die bietet eben so eine Agrarinvestitionsmöglichkeit eine schöne Sache. Dann ist für mich auch interessant bei vielen Gesprächen, ich weiß nicht, wie du das auch siehst, es gibt einfach auch Menschen, die sagen, ich möchte in was investieren, was ich anfassen kann. Das ist auch der Grundgedanke von meiner Idee oder unserer Idee. Der Investor ist bei uns in der Lage, jederzeit es anzufassen. Es ist ein Bedarf einer kurzen Voranmeldung und er sagt, da war ich noch ein wenig emotionaler, was ich aber auch wiederum bin, seitdem ich meine Ernte jetzt auch eingefahren habe oder unsere Ernte. Und durch eine kurze Voranmeldung, der Investor kann jederzeit vorbeischauen und sagen, was ist mit meinem Baumbestand? Darf ich das anfassen oder dürfte ich bei der Ernte dabei sein? Und das ist alles möglich. Die physische Verbindung zu deinem Investment, das fand ich so sensationell, als ich diese Idee habe sprießen lassen. Keiner geht in die Goldbank und sagt, ich hätte gerne mal meinen Goldbarren in der Hand. Da sagt die Bank, ja, melden Sie sich mal 4 Wochen vorher an. Wir müssen erst mal schauen, wo der Goldbarren ist. Einen Baum darf man gerne anfassen, darf auch drumherum haken. Das war der Grundgedanke auch für unsere Idee in der Tat gewesen. Ein Investment, was jederzeit greifbar ist. Passt. Also insofern seid ihr wirklich gut
oder sagen wir mal, gut aufgestellt für die Perspektive. Krisenresistenz ist ja auch noch so eine Sache, was einige angeben. Also umso größer die Krise, desto interessanter wird es natürlich, in Lebensmittel investiert zu haben. Ne? Aber das ist auch so eine Sache. Okay, jetzt gehen wir mal vielleicht konkret darauf ein, was kann man jetzt bei euch anfassen? Also wie kann man sich das vorstellen? Was umfasst jetzt dein oder euer Projekt ganz konkret? Was gibt es da? So, es gibt ein Land, das ist terrassenförmig, 4,5 Hektar, also 45.000 Quadratmeter. Es ist ein kleiner Berg auf einem Berg. Es ist in einer der fruchtbarsten Gegenden von Sizilien, in der Gegend von Ragusa. Ragusa war auch immer bekannt aufgrund der Bodenbeschaffenheit als die Gemüse-, Korn-, Früchtekammer, Tomatenkammer von ganz Italien. Also der Boden ist ein wahnsinnig fruchtbarer. In dieser Gegend halten wir uns auf. Es hätte noch zur Debatte gestanden, in den Norden zu gehen, in die Gegend des Ätna. Da ist ein anderer Boden, aber genauso fruchtbar, wenn nicht deutlich fruchtbarer, durch den Mineraliengehalt der Lavagesteine und der Lavaasche. Aber wir haben uns für Ragusa entschieden, haben ein Land da erworben, 45 Hektar, wie gesagt, in einer Höhe von 600 Meter, abgeschieden von allen Straßen, Industrie, allem. Also es ist wirklich noch ein Naturland zwischen der Gegend von Syrakus und zwischen der Gegend von Ragusa. Dieses Land ist komplett naturbelassen. Es gibt auch keinen Müll, weil viele Menschen haben Angst vor dieser Müllproblematik. Wir haben extra gezielt gesucht und da kommt auch ein Partner vor. Wir sind 3 Partner. Das ist der Herr Konstantin Bassapopoulos. Der lebt seit 47 Jahren auf Sizilien, ist auch ein Biologe unter anderem in seinem Lebenswerk. Und er hat die Erfahrung mit Land und Natur in Sizilien, weil er ist halt verliebt in Natur. Wir haben Zugang zu Bodenbewertern und wir haben das alles tun lassen. Unser Land ist pur. Wir haben dem Ex-Besitzer auch zugestanden, dass er seine Kühe weiterhin da weiden lassen kann. Das führt natürlich zu Naturdünger, der unbezahlbar ist. Andere Menschen zahlen dafür viel Geld, um ihr Land zu bedüngen. Wir haben den Originaldünger da, den wir nicht kontrollieren und kaufen müssen. So, wir haben einen Baumbestand, der vorhanden ist auf dem Land von circa 70 Carob Trees. Das sind Johannisbrotbäume, sehr alt, sehr groß. Wir haben circa 150 wilde Oliven. Die Sorte ist die Tonda Iblea. Das ist die typische Sorte aus dieser Ragusa-Gegend. Sehr resistent, der Höhe angepasst, logischerweise. Also was am Meer wächst, kann auf dieser 600 Meter Höhe nicht wachsen. Wir haben Mandelbäume auf dem Land und wir haben viel Platz, Neuanpflanzung zu machen. Das ist ja auch unser Grundgedanke, dass wir Neuanpflanzungen machen. Und jede Terrasse hat ungefähr, beginnend von der unteren 2.500 Quadratmeter. Und dann geht es halt 6 Terrassen hoch bis zu einem Plateau, was nochmal 12 Hektar hat, 12.000 Quadratmeter. Auf dem können wir halt schön pflanzen. Es sind wenig Steine da. Der Boden wird vom Ex-Besitzer immer umgepflügt. Nach dem heißen Sommer jetzt ist natürlich auch viel Unkraut am Boden. Dann sollte man das umpflügen. Das wurde schon gemacht. Und jetzt sind wir eigentlich in der Phase, die nächsten 300 Olivenbäume zu pflanzen in den nächsten Monaten. Man sollte es nicht zu spät machen, logischerweise, dass wir im April, Mai erst pflanzen. Dann beginnt die heiße Zeit in Sizilien. Dann haben die Bäume nicht genügend Wasser, um anzuwachsen, um zu gedeihen, um sich zu verwurzeln. Somit ist jetzt die beste Zeit, wo die ersten Regenfälle eintreten, bis so Februar, März. In diesem Zeitraum wollen wir jetzt 300 Bäume Minimum pflanzen. Interessant. So, und jetzt ist das also die Vorstellung eures Projekts. So, jetzt ist ja so, dass ihr ladet andere Menschen ein, sich an dem Projekt zu beteiligen. Ja. So, wie funktioniert das genau? Was ist da euer Angebot? Also wir haben Rentabilitätsrechnungen erstellt, dass ein Investor kann beispielsweise in 150 Bäume investieren. Die haben, wenn wir sie jetzt pflanzen in dieser Zeit, also den Altbestand nehmen wir im Prinzip, um die Pflege des Landes durch uns zu finanzieren. Also dass wir immer wieder pflegen und Erneuerung machen. Der Investor investiert beispielsweise in 150 Bäume bis zu 250 Bäume für eine Summe X. Da haben wir gesagt, dass wir vielleicht ein Folgegespräch führen oder das kann man auch uns auf unserer Webseite nachlesen und erhält damit das Recht auf die Erträge für 30 Jahre. Ich habe Einwände gehört und ich war selber so am Anfang, als diese Idee sprießt, weil ich bin ja nur, ich sage nur der Naturverbundene, der das Projekt kreieren möchte.
dass die Leute kürzer investieren möchten. Das ist ihnen ja doch zu langfristig. Und da muss man natürlich einbinden, auf 30 Jahre steigert sich mit jedem Jahr die Rendite immer mehr. Und das Investitionsgeld hat sich in der Zeit verzigfacht. Es würde keinen Sinn machen, über 10 Jahre zu investieren in einen Baum, der gerade noch 5 Jahre braucht, um er die ersten Erträge erwirtschaftet. Muss man nicht 10 Jahre investieren, sondern man geht langfristig und ab Jahr 8 oder 10 fangen die ersten Erträge an, die ermittelbar sind, insofern Natur zu ermitteln ist. Das ist ja auch ein Punkt. Natur kann man nur bedingt berechnen, aber das schöne Produkt der Olive oder auch unserer Mandelbäume oder anderes hat ja eine Tradition über Tausende von Jahren. Also da kann man schon ein bisschen ein Rechenbeispiel anbringen und Renditen errechnen und erzielen. Das ist der Grundgedanke. Also nur damit unsere Zuschauer sich ein bisschen was konkreter vielleicht vorstellen können, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen. Also ab welcher Höhe Investment, also wie viel Geld sollte man mindestens investieren wollen, damit man bei euch anruft oder man ein Folgegespräch vereinbart? Um es sinnvoll zu gestalten für eine Baumpflanzung von 180 Bäumen, sage ich mal, sollte man schon zwischen 90 und 120.000 Euro in die Hand nehmen. Okay, also wir adressieren jetzt sozusagen den Aufruf zu einer Kontaktaufnahme mit euch bei roundabout 100.000 Euro, ne? Also kleinere Investitionen. Genau. Das haben wir erstmal geklärt. Und dann die Renditezahlung. Also ab wann könnte dann jetzt jemand damit rechnen, dass er sozusagen eine Rendite bekommt? Wie habt ihr euch das gedacht? Was gibt es da für Konzepte? Um bei dem erwähnten Konzept zu bleiben, wenn wir jetzt einen Baum pflanzen, einen Olivenbaum oder auch ein Carrot Tree, das Johannisbrot, braucht der Baum 5 Jahre. Ab Jahr 8 erzielt er Erträge. Dann fängt es an, dass der Baum circa, ich sage mal, 30 bis 50 Kilo trägt, die man dann wiederum dem Marktpreis anrechnen muss. Aber in dem Fall haben wir auch jetzt schon durch die 3 Jahre die Marktsteigerung gesehen, gerade bei der Olive, gerade bei der Karube. Aber ab Jahr 5 des Investments gibt es ein Geldretour. Und dann in jedem Jahr findet eine Steigerung statt, die in einer Rentabilitätstabelle dargestellt wird, wie die Steigerung stattfindet, Gesamtinvestment zurück und ab dann nur noch Ausschüttung. Und wie geht er jetzt zum Beispiel mit solchen Argumenten um, wenn jetzt jemand kommt und sagt, dass er da vielleicht Risiken sieht? Also mitunter ist auch jemand, nehmen wir mal an, jemand will jetzt 100.000 Euro investieren oder hält sich da an der Familie, dann hört man ja Leute, die vielleicht immer sagen, das machst du gut, finde ich toll. Und dann gibt es auch welche, die sagen, Reichsbedenkenträger. Also was ist zum Beispiel, wenn das mal abbrennt? Oder was ist, wenn es da mal keine Ernte gibt? Oder wie wird denn überhaupt jetzt der Ertrag generiert? Weil der Ertrag kommt nur dann zustande, wenn man das auch verkaufen kann. Also erstens muss man die Ernte einfahren, dann muss man halt das Öl produzieren, weil er wird wahrscheinlich die Erträge durch Ölverkauf in erster Linie erwirtschaften. Und das muss dann auch verkauft werden. So, also wie geht er mit diesen Fragen um, die jetzt Interessenten stellen? Die wurden in der Tat schon oft gestellt. Ich kann keinen Vulkanausbruch seitens des Vesuv oder des Ätna ausschließen. Also die Garantie kann man niemandem geben. Das ist das Erklärbare in einem persönlichen Gespräch, wenn wirklich ein Interessent sagt, nicht nur, erzählen Sie mal, und wo sind die Risiken? Wenn ein wirklich Interessent da ist, der auch ein gewisses Verständnis für die Natur mitbringt, das setzen wir voraus, wenn jemand in Natur investiert, kann man darlegen anhand von Zahlen, Natur, die Olive genauso wie die Karube unterliegen Schwankungen. Wir hatten in diesem Jahr, um ein Beispiel zu geben, wir hatten die Karube-Ernte bevorzugt genommen. Oliven waren noch, ich war zu früh in Sizilien gewesen, die waren noch nicht reif genug. Somit haben wir uns fokussiert auf die Karube. Wir haben 5.000 Kilo Karuben geerntet in 4 Tagen mit der Hilfe unserer Nachbarn. Das ist auch nur ein Aspekt, auf den ich gleich komme. Sie hat aber einen weitaus geringen Preis erzielt als letztes Jahr. Das lag daran, dass die Samen dieses Jahr zu klein waren, aufgrund der Naturgegebenheiten. Um das Beispiel auszubauen, im letzten Jahr hat das Kilo Karube 2,40 Euro erzielt beim Weiterverkauf. Wir haben 1 Kilometer von unserem Land, haben wir eine Aufkaufsstelle. Da macht man das im Direktverkauf an den Weitervertriebler. So im letzten Jahr war sensationell. Die Karube, das Kilo hat uns als Verkäufern 2,40 Euro pro Kilo gebracht. Dieses Jahr waren es 60 Cent gewesen. Diese Schwankungen muss man einberechnen. Die haben wir aber in unseren Rentabilitätsberechnungen einberechnet. Es sind immer 2 bis 3 Jahre Schwankungen, auch bei der Olive. Das kann man mit der Olive genauso nehmen. Wenn der Frühling nicht früh genug eintritt oder es bleibt länger kalt, auch auf dieser Höhe,
sind nicht genügend Blüten. Somit ist der Ertrag ein wenig schwächer in diesem Jahr. Aber also berechenbar auch und traditionsgemäß ist im nächsten Jahr alles wieder im Lot, wenn nicht sogar höher. Also die Natur ist immer in Balance. Das kann man gerade auch bei diesen Produkten sehen. Und diese Sachen haben wir auch einberechnet. Risikofrage auch der Interessenten Sizilien. Ich möchte das jetzt nicht ausbauen. Sizilien ist toll, es ist absolut sicher. Wir arbeiten auch in Kooperation mit den Nachbarn, also sogar noch mit dem Ex-Eigentümer, mit seinen Cousins und Schwägern. Die haben uns in diesem Jahr und auch im letzten Jahr bei der Ernte geholfen und auch beim Umpflügen des Landes mit Informationen, was wir besser machen sollten. Und somit wird auf unser Land niemand kommen, der die Bäume zertritt oder abbricht, was schon mitunter vorkam, was auch zu diesen Gesprächen führt, dass Leute sagen, wo sind die Risikofaktoren? Letzter Risikofaktor, gerade in der Olivenbranche, der Schädlingsbefall von diesem Feuerbacillus in Puglia und Puglia, der da bis zu 80% der alten Olivenbäume zerstört hat. Da kämpfen die Italiener dagegen gerade wie im Krieg. Und wir haben das Glück, dass wir die Straße von Messina haben. Wir sind doch eine Insel, Sizilien. Und wir haben bisher das Glück, dass dieser Käfer da nicht hinkommt. Fingers crossed. Man kann nichts ausschließen, aber die italienische Gemeinschaft, und da sind sie wirklich eine Gemeinschaft, sie arbeiten wirklich gegen diesen Schädlingsbefall, als ob sie im Krieg sind. Also das ist hier national gut, da lassen sie nicht drauf kommen. Andere Risiken, Unwetter, die entholzen mal einen alten Baum, gerade im Speziellen auch der Carrot Tree, da brechen wir Äste ab, aber Natur, wie wir auch schon besprachen, erneuert sich selber. Und wenn der Kunde natürlich einen Baumbestand X erworben hat, übernehmen wir die Pflege. Wir schauen auch, was im Moment sich schwierig darstellt, Natur ist schwierig zu versichern. Da sind wir immer noch im Research gerade, aber unser Land, der Kunde darf das Land ja auch sehen, wo er investiert. Unser Land liegt so sicher, weil wir haben die Abschirmung auch von nebenliegenden Bergen und terrassenförmigen Bergen, wo auch der Ackerbau stattfindet und der Olivenanbau und Karubebau, die uns vor Stürmen oder sonstigen schützen. Eines der größten Risiken ist ja auch im Prinzip, oder der kostentreibende Faktoren könnte sein in Zukunft Wasser. Habt ihr eigenes Wasser auf dem Land? Wie macht ihr das? Wir haben eine Zisterne, eine sehr große Zisterne. Wir streben aber an, einen Brunnen zu bohren. Das ist aber auch ein Projekt, das kann bis in 200 Meter Tiefe gehen. Wir sind auch gerade, man muss vorab mit den Behörden sprechen. Man muss die Genehmigung einholen, wo man bohrt, weil wenn wir jetzt wild da herumbohren, kann es sein, dass beim Nachbar, beim Giovanni, plötzlich kein Wasser mehr da ist. Also das sind die Projekte, die jetzt, nachdem ich vollständig in Sizilien bin, die nächsten Schritte sind. Bisher bewässern wir mit der Zisterne. Unser Ex-Bauer, sage ich mal, der uns das Land verkauft hat, fährt mit seinem Traktor hoch, befüllt die Zisterne und von da aus nehmen wir die Bewässerung der aktuellen Bäume vor. Beim Neubestand haben wir die Terrassen ausgesucht, die ein natürliches Wasservorkommen haben. Ist auch sehr interessant. Durch meinen einen Partner, den Konstantin, haben wir genau anhand der bestehenden Pflanzen, der Naturpflanzen, Binsen, Kräuter, Orchideen etc. erkannt, wo Wasser ist. Also da ist der Mann so erfahren. Das ist das Geschenk für mich, dass er ist jetzt 74 Jahre alt und ist mit Vollblut ein Biologe. Und wir pflanzen auch die ersten Bäume in unseren unteren Terrassen an. Jetzt, die wir jetzt pflanzen werden, die 300, wo ein natürliches Wasservorkommen ist. Okay, das klingt spannend. Welche Herausforderungen siehst du denn jetzt generell noch auf euch zukommen mit dem Projekt und welche Vorteile? Vorteile, dass es einfach jeden Tag eine Herausforderung gibt, aber jeden Tag sieht man, was durch eigene Taten und Hände geschaffen wird. Ich komme im Übrigen auch daher. Also ich bin auf dem Land aufgewachsen und jetzt schließt sich der Kreis nach der Erfahrung Malta und meinen Reisen durch die Welt. Komme ich jetzt dahin zurück, wo ich hingehöre. Und ich habe jeden Tag Freude zu sehen, wie ein neuer Baum wächst bei uns oder wie die Carops gereift sind. Die realistischen Sachen, die wir stemmen müssen, sind jetzt, wir müssen unsere Wege ausbauen. Das bedeutet, um den Brunnenbauwagen auf unser Land zu fahren, müssen wir eben einen anständigen Weg bauen. Das ist jetzt mein nächstes Projekt, was ich machen muss. Der Brunnen natürlich. Wir müssen Fachleute wiederum holen, die sagen, wo ist die beste Stelle, um uns wirklich autark zu machen. Nächste Herausforderung ist, ich möchte auch in der Form autark sein mit Photovoltaikanlagen, wo ich auch gerade in Kontakt stehe mit Leuten, die in dieser Region wenig machen, aber interessant sind
Prototypenanlagen zu installieren. Es gibt ja mittlerweile auch im Naturbereich, wo ich hoch interessiert bin, Solaranlagen, die eine Höhe von 5 bis 6 Meter haben, offene Flächen haben, dass die Bäume, die herunterwachsen, sei es ein Apfelbaum in Tirol oder ein Olivenbaum in Sizilien oder in Griechenland, oder dass er weiter wachsen kann, aber wir dann unseren Wasserbrunnen mit Solarenergie betreiben, etc., etc., etc. Das sind die nächsten anstehenden Projekte. Und da bin ich auch am Verhandeln mit der Europäischen Investitionsbank, weil es ist ja ein großer Fördertopf für Agrarinvestitionen da. Wir schaffen sozusagen jetzt die Basis für den Investor, dass er da in einen Baumbestand investieren kann. Wir dafür Sorge tragen, dass die Früchte des Investments verkauft werden, Rendite erwirtschaften. Das sind die nächsten strategischen Schritte. Okay. Und ist dann auch noch Platz für Wachstum eigentlich dort, wo ihr jetzt seid? Oder ist dann, sagen wir, wenn dieses Plateau da oben, von dem du gesprochen hast, bepflanzt ist dann Schluss, oder gibt es da schon weitere Pläne dann für weitere Flächen? Ja, in der Tat. Also dadurch, dass ich jetzt da auch oder wir da sehr präsent sind in letzter Zeit und uns Respekt verschafft haben, wurden mir schon verschiedenste Ländereien angeboten. Ich halte mich aber erstmal zurück, weil ich möchte das eine erstmal schön machen. Aber bei meinem letzten Besuch vor 4 Wochen habe ich mit der jungen Familie, die mir beim Ernten geholfen hat, habe ich ein Anwesen von ihnen betrachtet. Das hat 5 Hektar, hat sogar auch Hausbestand und Olivenbaumbestand. Und sie würden es gerne an uns übertragen, weil sie sehen, dass wir die Sache mit Respekt und einer gewissen Intelligenz angehen. Dass wir nicht jetzt die Eingeborenen ausbeuten möchten, sondern wir binden sie in all unsere Aktivitäten ein. So wie ich auch bereits erwähnte, dass die Kühe nach wie vor auf unserem Land sein dürfen, wo sie schon immer waren. Und natürlich nicht im Neubaumbestand, den werden sie uns dann wegfressen, das ist ja ausgeschlossen. Aber wir arbeiten in Respekt und Harmonie mit den, ich sage jetzt, eingeborenen Ursizilianern zusammen. Das gefällt ihnen sehr. Und sie bieten uns auch in Folge, weil sie es halt arbeitstechnisch nicht mehr bewältigen können, andere Ländereien an, die wir gerne hätten, die wunderschön auch sind. Das ist eine wunderschöne Region da. Und wir möchten sie halt, das ist auch unsere Zielsetzung, ist nicht nur Renditen zu erwirtschaften, und meine persönliche ist die, dieses Land weiter zu pflegen, weil Sizilien ist einfach ein wunderschönes Land und hat alles, es ist ein Paradies, alles, was man braucht. Und das ist meine Passion, das weiterhin zu pflegen und auch mit den Leuten in Respekt umzugehen und von ihnen auch zu lernen. Ich lerne seit 3 Jahren so immens viele Dinge von den eingeborenen Leuten da, von den Farmern, was fantastisch ist. Klasse. Wenn jetzt jemand interessiert ist und mit dir weiter in Kontakt treten will, also wie ist das Prozedere, wie läuft das ab? Also wir haben eine Online-Präsenz, das ist oliveinvest.com. Blenden Da wird wir auch, ein. ja, da wird auch noch mal alles beschrieben. Dann ist der einfachste Weg, eine Vorab-E-Mail zu schreiben mit einer Anfrage, und dann bereite ich einen Gesprächstermin vor. Dann sind auch die anderen Partner dabei, im speziellen Fall unser Zahlenmann, der dann die Rentabilitätsrechnung darstellen kann, etc. etc. Deshalb haben wir das auch ausgelagert, weil eine Person kann nicht alles machen. Das ist ausgeschlossen, auch in der Größe des Projekts. Und dann wird ein Gesprächstermin anberaumt und dann werden die Fragen beantwortet und vielleicht ein größeres Interesse hergestellt. Sehr schön. Wir wollen es immer ein wenig persönlich halten, weil, um zurückzukommen auf diese Idee, die mir auch die Idee gab, Walnussanpflanzung in Georgien. Das gibt es jetzt seit 4 oder 5 Jahren. Es steht bis heute nicht ein Walnussbaum, was ich sehr, wie sagt man, schlecht finde. Schlecht, das einfache Wort. Das ist dann halt wie auch mit den Papayas oder anderen Sachen in der Welt, war nicht nachprüfbar, und das war dann einfach nur ein Geld wegnehmen und nichts anpflanzen. Und wir gehen genau in die entgegengesetzte Richtung. Mit dem Geld, was eingenommen wird, wird nachweisbar und jederzeit betrachtbar angepflanzt, gepflegt, über Neuerungen wird berichtet. Prognosen können wir schon im Mai erstellen, wie die Ernte werden wird, weil dann sieht man schon anhand der Regenfälle, anhand der Blüten, der ersten Früchte, können wir schon sagen, ab Ende August, wir ernten auch sehr früh, also wir haben zum Beispiel die Karube, die Johannisbrotfrüchte haben wir Ende September geerntet. Das war recht früh, Mitte September. Da sind sie noch schön schwer, bringen die größten Erträge. Und die Oliven waren wir auch früh dran. Es ist Mitte Oktober, wenn wir ernten. Der Investor wird immer auf dem laufenden Stand gehalten, wie die Prognosen sind, auch über die Preise. Das weiß man auch schon, weil es gibt natürlich Preisabsprachen von den Aufkäufern. Dieses Jahr könnte der Preis wieder hoch werden.
Dieses Jahr ist er ein bisschen niedriger. Ja. Und so weiter. Da sind wir immer im persönlichen Kontakt mit dem Investor. Das ist mein persönliches Anliegen. Nicht, dass ich sage, Geld her und dann schauen wir mal, sondern jedes Jahr werden die eingebunden in die Fortschritte, in Neuerungen, Baumbeschnitt, wie er veredelt wird, gemacht wird, was nach 3 Jahren stattfinden muss. Das ist so, dass der Kunde immer up-to-date gehalten wird. Der Investor und dann auch Naturfreund. Klasse. Naja. Wie ist der Kilopreis, Aufkaufpreis, Olivenöl zum Beispiel dieses Jahr bei euch? Wir haben nur durch die kurze Zeit, die wir gepresst haben, also haben wir für uns selber gepflückt. Wir haben es nur zur Mühle gebracht und haben unser persönliches Öl machen lassen dieses Jahr. Okay. Für uns selber. Und das kann dir nur sagen, wir haben nur bei der ersten Ernte, weil mein Freund Konstantin hat weiter geerntet, wir mussten zurück nach Malta. Wir haben dann nur sportliche 10 Liter für uns zuerst gehabt, aber da stehen dann noch 50 Liter da. Also dieses Jahr war nur wirklich Privatverbrauch und das ist jetzt auch schon aufgebraucht nach 4 Wochen leider. Gut, aber den Kilopreis kann ich dir tatsächlich nicht sagen, weil auch in der Region bei uns Modica, Ragusa, viele, und ich habe auch Investoren, um noch ein Ende kurz zu finden, kennengelernt. Das ist ein Doktoren-Ehepaar aus Düsseldorf. Die haben 2 Ländereien erworben und die sind wirklich runtergekommen, haben 5 Tage lang sich blutige Hände gepflückt an den Oliven. Wir haben sehr viele Olivenmühlen bei uns auf Sizilien auch. Da muss man nicht ewig weit fahren, maximal 30, 40 Kilometer. Sie haben in den 5 Tagen haben sie für sich selber irgendwie 70 Liter erwirtschaftet. Das waren dann 700 Kilo. Ich weiß nicht, wie sie gearbeitet haben. Sie haben da wirklich blutige Hände gehabt, verbrannte Nase von der Sonne. Und viele Leute, die da unten sind, weil sie ihr Öl so lieben, machen es vorzugsweise für sich selber. Aber es gibt die Großaufkaufstation und da würden wir dann hingehen, wenn wir da ein paar 1000 Kilo haben, dass immer der Preis auch up-to-date ist. Aktuell weiß ich dadurch nicht. Ja, spannend. Ich schaue übrigens die ganze Zeit auf Olivenbäume, auch während wir hier sprechen. Sehr schön. Also bei uns, wir haben gestern unser Öl von der Mühle bekommen. Okay. Aber hier ist jetzt bei uns in der Region, wo wir jetzt hier wohnen, ist der Aufkaufpreis also wirklich enorm gestiegen. Also ich weiß, er war letztes Jahr, glaube ich, ungefähr so bei 2,20, 2,40 pro Kilo und er ist dieses Jahr zwischen 7 und 8 Euro und ist weiter noch am Steigen. Ne? Also im Prinzip ist das schon enorm. Ich wollte mich nicht herauslehnen, weil ich will auch Fakten liefern, weil mein Freund Konstantin hat mir nämlich eine Nachricht geschickt aus Sizilien, wo er lebt und hat mir auch die Aufkaufpreise geschickt. Und du hast vollkommen recht, es steigt gerade, weil die Nachfrage das Angebot übersteigt. Dieses Jahr auch eine sehr gute Qualität erzielt wurde, ob in Griechenland oder in Sizilien oder in Italien. Über Spanien reden wir nicht oder das möchten wir nicht. Aber Griechenland tollstes Olivenöl und Sizilien und die Preise diese Steigerungen sind da drin. Und das ist halt, das können wir nicht mal berechnen. Das ist dann ein Zukunftsversprechen für den Investor, dass die Natur immer gefragt wird. Bei einer Erstberechnung kamen wir auf eine Rentabilität von über 20% beim Investment. Und wir haben gesagt, das können wir in Tagen wie diesen nicht glaubwürdig den Menschen herüberbringen. Obwohl es stimmt. Wenn wir uns weiter über Natur austauschen, kommen wir zu dem Punkt, es wird weitaus mehr als 20% sein in der nächsten Zukunft. Also ich kenne es jetzt so, mein Schwiegersohn und dessen Familie machen auch solche Projekte und haben natürlich auch so, sagen wir, traditionelles Familienolivenland. Und ich kenne da also so ein bisschen Rentabilitätsrechnung ungefähr. Und mir ist auch aufgefallen, ich habe mir das mal angesehen, dass da viele Dinge, die wir jetzt als Europäer noch mit einbauen würden, oftmals hier überhaupt nicht so begriffen werden. Zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, teilweise kann man auf das Land dann ja noch, also hier ist es zumindest so auf der Insel, dass es dann Schäfer gibt, zum Beispiel, die sagen, bitte, bitte darf ich meine Schafe auf eure Flächen setzen und die bezahlen dann teilweise noch Geld dafür, zum Beispiel. Und man hat, wie du schon selber gesagt hast, es ist gut fürs Land. Ne? So eine Sache. Man hat dann die Kosten gespart, um zum Beispiel vor der Ernte das Unkraut zu beseitigen, weil das dann zum Beispiel die Schafe schon gemacht haben. Also viele solche Dinge, mit denen man die Rentabilität natürlich noch steigern kann, sind sehr, sehr interessant. Ne? Und dann natürlich auch wieder, was man machen kann, werde wahrscheinlich auch machen, Holzverkauf. Ne? Man kann ja im Prinzip die Bäume, gerade der Altbestand, kann dann noch beschnitten werden, dann kann man das schön lagern, wenn man das ordentlich macht. Je besser man das wieder macht, kann man wieder gute Erträge für Feuerholz erzielen und. Also das ist eine ganze Menge, wenn man einmal das Land hat, was man da für Erträge generieren kann. Wir sehen häufig, dass die traditionellen Bauern, ich weiß nicht, wie das in Sizilien ist, vermutlich ähnlich wie in Griechenland,
eben dort nicht alle Register ziehen, um das, sagen wir, ein Land wirklich mit Ertrag. Sie machen den Eigenbedarf, so wie sie es gelernt haben, weil man braucht das Öl bis zum nächsten Jahr und für den Onkel und die Tante und vielleicht noch jemanden, der nach Europa verreist ist. Aber sehr spannend, was du sagst, weil das habe ich vergessen zu erwähnen. Also unser Land wird niemals mit irgendwelcher Chemie bearbeitet werden oder Pestiziden oder was auch immer. Und das ist ja der wirklich ökologische Anbau, dass man den Schäfer hat oder den Nachbarbauern, der die Kühe hat, der vor der Ernte hereinkommt. Er ist glücklich, dass die Viecher was zu essen haben auch. Er muss ja auch immer suchen, dass er Essen findet. Und so ist das eine Win-Win-Situation. Die Natur arbeitet ja in Balance. Ja. Das streben wir auch an. Ja. Und wie du sagst, Altholz schneiden, das liegt auch jetzt vor mir, wenn ich dann wieder da bin, wir haben ein altes Haus, was aber nicht bewohnbar ist. Aber ich möchte anfangen, drumherum das Altholz wegzuschneiden. Das lagert man ein, man kann es vertreiben, man nimmt es für eine Eigenbenutzung. Natur ernährt sich auch selbst, so wie ich auch die Wasservorkommen erwähnte. Wir wählen genau aus, wo wir die Erstpflanzung machen, wo wir natürliche Wasservorkommen haben. Und der Brunnenbohren wird ein Zukunftsprojekt, der auch natürlich mit Widrigkeiten verbunden ist, aber das ist ja dann in unserer Hand. Das ist dann, Also ich kann nur sagen, ich wünsche euch viel Erfolg für das Projekt. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen herzlichen Dank, Carsten, und maximal Erfolg. Danke sehr, war ein guter Austausch. Ich danke vielmals. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.